We're going to be speaking now about how we can get a much more dramatic response for depression, anxiety, and mental health issues. Wir möchten jetzt über die Frage sprechen, wie wir dahin kommen, dass wir eine viel bessere Reaktion haben, dass wir also Sachen finden, die viel stärker ansprechen, wo Angststörungen und Depressionen und mentale Krankheiten besser ansprechen. You know, when depression or a mental illness is diagnosed, Wisst ihr, wenn die Diagnose Depression oder eine andere mentale Erkrankung gestellt wird, usually a medication is immediately prescribed. dann wird gewöhnlich sofort ein Medikament verschrieben. But there's no real extensive workup being done to try to find the precise causes in the individual. Aber es wird eigentlich überhaupt nichts darein investiert, dass man bei diesem Menschen die ganz eindeutige zugrunde liegende Ursache versucht herauszubekommen. Back in the 1990s, I researched extensively the causes of major depression. In den 90er Jahren habe ich mich sehr stark mit den Ursachen einer schweren Depression beschäftigt und auf diesem Gebiet geforscht. I didn't realize it then, but it turns out I was the first person to categorize all of the causes of major depression. Es war mir damals nicht bewusst, aber später wurde klar, dass ich die erste Person war, die die gesamten Ursachen für Depression in verschiedene Kategorien eingeteilt hat und zusammengefasst hat. I found over 100 identifiable causes. Und ich habe damals mehr als 100 identifizierbare Ursachen gefunden. Most fall into one of 10 categories. Und die meisten von ihnen fallen in eine von 10 Unterkategorien. Depression and/or anxiety is most often a multifactorial disease. Depressionen oder Angstzustände sind in den meisten Fällen ein multifaktorielles Geschehen. Meaning that there's usually 4 categories of causes or more combined before a mental illness comes about. Das heißt, bevor eine mentale Störung sich zeigt, sind gewöhnlich 4 Kategorien von Ursachen oder mehr miteinander verbunden. That means our brains are actually pretty resilient. Das bedeutet, dass unser Gehirn eigentlich ziemlich widerstandsfähig More ist. resilient than the computer or space shuttle. Also widerstandsfähiger, robuster als ein Raumfahrtschiff oder ein Computer. Because we can have 3 different categories going wrong in our brain, and our brain can still function pretty normally. Das heißt, dass in 3 Bereichen in unserem Gehirn Dinge schieflaufen und trotzdem sind wir in der Lage, dass unser Gehirn noch ziemlich normal funktioniert. But once a 4th category of cause comes, that's when mental illness is going to start manifesting itself. Aber wenn jetzt eine 4. Kategorie an Ursachen, von denen wir eben gesprochen haben, von diesen 10 Kategorien, eine 4. Kategorie dazukommt, dann wird diese mentale Störung sichtbar und es zeigen sich Symptome. The first category of causes are genetic causes. Die erste Kategorie von Ursachen sind genetische Ursachen. Now, there are over 20 different genetic defects that can bring about depression. Es gibt ungefähr 20 verschiedene genetische Defekte, die zu Depressionen führen können. And we actually test for that. When you come to the program, we'll do some blood and urine tests to see what's happening with you genetically and epigenetically. Und wenn jemand zu unserem Programm kommt, dann testen wir das. Wir untersuchen also das Blut und den Urin und gucken, was dort in der Genetik und auch in der Epigenetik dieses Teilnehmers vor sich geht. But our studies, as well as other people's studies, Aber unsere Studien und auch die Forschungsergebnisse von anderen Leuten have revealed that genetics is never a sole cause by itself. haben gezeigt, dass die Genetik alleine niemals als alleinige Ursache für eine Krankheit ausreicht. There's always other causes interacting with it to make those bad genes active. Das heißt, also die genetische Situation alleine reicht nicht aus, sondern es gibt immer andere Faktoren, die mit diesen genetischen Dingen zusammenwirken müssen, damit diese genetische Schwäche sozusagen sich aktiv äußert. So an ideal lifestyle can overcome some very bad genetics. Das heißt, ein idealer Lebensstil kann wirklich schlechte genetische Voraussetzungen übertrumpfen. The most common genetic defect is what we call undermethylation. Der häufigste genetische Defekt ist, was wir Untermethylierung nennen. This is when your brain chemistry
has some issues. Man spricht davon, wenn es in der biochemischen Situation unseres Gehirns gewisse Probleme gibt. And so you're not making at least 3 neurotransmitters in adequate amounts. Sodass man nicht mindestens 3 verschiedene Neurotransmitter in den erforderlichen Mengen produziert. Like serotonin and melatonin and dopamine and norepinephrine. Es geht zum Beispiel um Serotonin und Melatonin und Dopamin und Noradrenalin. And it turns out for those that have a genetic defect, 38% of people with a genetic defect fall into that category. Und von denen, die einen genetischen Defekt haben, sind es 38%, die in diese Kategorie fallen. These people have a tendency to look like they're doing okay. Diese Leute haben die Tendenz, dass sie äußerlich so erscheinen, als wenn alles okay ist bei ihnen. But inside there's a lot of internal stress. Aber innerlich machen sie eine ganze Menge emotionalen Stress durch. They're also more prone to anxiety. Und sie neigen auch stärker zu Angststörungen. They tend to have a very high libido instead of a low libido. Sie neigen dazu, eher eine sehr hohe Libido zu haben, anstatt einer niedrigen. And so there's issues regarding infidelity and those type of things that can become more commonplace with this group. Und dort gibt es dann Probleme in dieser Gruppe wie eheliche Untreue und solche Dinge, die halt bei diesen Menschen öfter passieren. But we'll be able to measure their methylation status after our program. Aber wir sind in der Lage, nachdem sie unser Programm durchgemacht haben, ihren Methylierungszustand zu messen. And it can be completely normalized through nutrition and lifestyle measures. Und es kann sein, dass durch diese Maßnahmen, die wir dort im Ernährungsbereich und körperliche Bewegung gemacht haben, dass sich ihr Zustand total normalisiert hat. So that's why we evaluate more than just genetics. Und das ist der Grund, warum wir uns mehr Aspekte anschauen als nur die genetischen. A second issue, developmental causes. Ein zweiter Bereich betrifft die Entwicklungsgeschichte der mentalen Gesundheit. If you've suffered sexual abuse growing up, that would be a developmental hit. Wenn zum Beispiel ein Mensch während seiner Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt hat, dann gehört das in diesen Bereich Entwicklungsgeschichte. Do you think sexual abuse is going up or going down in our society? Glaubt ihr, dass in unserer Gesellschaft sexueller Missbrauch am Zunehmen oder am Abnehmen ist? It's going up considerably. Es nimmt erheblich zu. And it's even going up more considerably in the sexual abuse of young boys. Und es nimmt sogar noch sehr viel stärker zu, also eine erhebliche Zunahme ist zu verzeichnen bei dem sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen. In America last year, for the first time ever, Letztes Jahr ist in Amerika zum allerersten Mal überhaupt it showed that if you were a young boy, you were actually more likely to be sexual abused than if you were a young girl. gezeigt worden, dass wenn man ein kleiner Junge ist, das Risiko eines sexuellen Missbrauchs höher ist als bei einem kleinen Mädchen. And often that is due to the rise in acceptability of homosexuality. Und sehr oft ist es darauf zurückzuführen, dass eben Homosexualität viel stärker akzeptiert wird und am Zunehmen ist. And of course, with adoptions, in adoptions, you might be adopted by a homosexual couple as a young child. Und wenn man ein kleines Kind ist, kann es sein, dass wenn man adoptiert wird, man zum Beispiel von einem homosexuellen Paar adoptiert wird. Now, there's other developmental hits besides sexual abuse. Es gibt außer dem sexuellen Missbrauch natürlich noch andere Treffer, die in diese Kategorie Entwicklungsgeschichte gehören. If you were raised by someone who was an alcoholic, that can be a developmental hit. Wenn man also aufgewachsen ist und ein Elternteil Alkoholiker war, das wäre also ein Treffer in diesem Bereich you were Entwicklungsgeschichte. Raised in a dysfunctional home, Oder wenn man in einem Heim aufwächst, was eine kaputte Familie ist. 75% of young kids are being raised not by both biological parents in the United In den States. Vereinigten Staaten werden 75% aller Kinder nicht von beiden biologischen Eltern gleichzeitig großgezogen. And if you're not being raised in a two-parent home, there's much more likelihood by your both biological parents, there's a much greater likelihood of having a developmental hit.
Und wenn man also in einem Heim aufwächst, wo die Eltern nicht beide die biologischen Eltern sind, dann ist das Risiko sehr viel höher, dass man eben einen Treffer zeigt in dieser Kategorie A Entwicklungsgeschichte. third category is lifestyle hits. Und eine dritte Kategorie ist der Lebensstil. You have a lifestyle hit if you're not on a regular exercise program. Man gehört zum Beispiel in diese Kategorie, wenn man nicht ein regelmäßiges Bewegungsprogramm hat. If you're not getting enough light, outdoor light every day. Wenn man nicht jeden Tag genug Tageslicht bekommt. If you're not being able to breathe fresh air. Wenn man nicht draußen ist und frische Luft atmet. A fourth hit category are circadian rhythm hits. Und die vierte Trefferkategorie ist der Zirkadianrhythmus. This has to do with your sleep-wake cycle. Hier geht es zum Beispiel um den Zyklus, den Schlaf-Wach-Rhythmus. We'll talk more about that later. Darüber werden wir später noch mehr sprechen. Addiction hits. Und dann der Treffer Süchte. If the addiction is a substance or a non-substance, both cause brain chemistry issues. Egal, ob es bei dieser Sucht um eine Abhängigkeit geht von einer Substanz oder von etwas anderem, von einer Abhängigkeit, beide führen dazu, dass man in dieser Kategorie, dass man mentale both cause, what did you say? Both hits cause substance and non-substance. They both cause biochemical issues. Beide Suchtformen sorgen dafür, dass es biochemische Probleme im Gehirn gibt. The technology addiction is one of the most rapidly rising addictions. Und die Abhängigkeit von technischen Geräten ist eine der Abhängigkeiten, eine der Süchte, die am stärksten am Wachsen ist. One of the signs that you might have it Eine der Zeichen dafür, dass man vielleicht in diese Kategorie gehört, is that you're in a very interesting environment, dass man sich in einer sehr interessanten Umgebung befindet, but yet you're texting somebody aber gleichzeitig schreibt man eine SMS an irgendjemand, who's in the same room in the other corner. der sich im selben Raum hinten in der Ecke befindet. And so people will prefer technology than to real life interaction. Das heißt, Menschen bevorzugen die Technologie, die technischen Geräte eher als also wirklich real mit dem anderen zu kommunizieren. But other common addictions, of course, are pornography. Gambling is also going up. Und eine andere dieser Abhängigkeiten ist zum Beispiel Spielsucht oder Pornografie, geht auch hoch. But even caffeine itself is an addictive substance. Aber selbst Koffein zum Beispiel ist eine süchtig machende Substanz. Caffeine actually blocks the adenosine receptors in the frontal lobe of the brain. Und durch Koffein werden die Adenosin-Rezeptoren im Frontallappen blockiert. And thus it can also imbalance the brain. Und deswegen kann Koffein auch das Gehirn aus dem Gleichgewicht bringen. Studies show if you drink caffeine, you're significantly more likely to gossip about somebody than if you don't drink caffeine. Studien haben gezeigt, dass wenn man Koffein trinkt, dass man sehr viel mehr dazu neigt, über andere Leute zu klatschen, als wenn man kein Koffein trinkt. They used a nice definition of gossip in the study. In dieser Studie wird eine sehr interessante Definition für Klatschen benutzt. A gossip was sharing private information with someone who's not part of the problem or part of the solution to the problem. Klatschen heißt mit jemand anders ein Problem weitersagen an eine Person, die weder Teil des Problems ist noch Teil der Lösung für dieses Problem. And studies show that when you meet together and drink your favorite caffeine beverage, you're more likely to do that. Und die Studien zeigen, dass wenn man zusammenkommt und dort ein Lieblings-koffeinhaltiges Getränk trinkt, dass man sehr viel eher dazu neigt, genau diese Dinge zu tun, die als Klatsch definiert werden. Now the frontal lobe is also the analytical portion of our brain. Der Frontallappen ist auch der Teil des Gehirns, wo Analysen stattfinden. And a few years ago, a study was done on caffeine consumption in sports. Und vor einigen Jahren wurde eine Studie gemacht über Koffeinkonsum im Sport. Do you know what the most famous sport is in the United States? Wisst ihr, was der berühmteste Sport in den Vereinigten Staaten ist? It's called football, but it's not your football. Es ist Football. Manche übersetzen Fußball, aber es ist nicht der Fußball, den wir hier bei uns spielen. Now it turns out that
only one person on the football field requires an intact frontal lobe to be successful. Es zeigt sich, dass auf dem Footballfeld nur eine einzige Person einen intakten Frontallappen braucht, um erfolgreich zu sein. You want to guess what position that player Wollt is? ihr mal raten, an welcher Position dieser Spieler spielt? He's called the quarterback. Das ist der Quarterback. This is the one who the ball gets snapped to. He's catching it. Well, it gets put in his hands by the player in front of him. Oh, okay, also der Spieler vor ihm übergibt ihm den Ball. And there's attempted murder going on all around him. Und um ihn herum sind lauter Mordversuche. But yet he has to stay calm and make the right decision with that ball. Aber er muss trotzdem jetzt ganz ruhig bleiben und die richtige Entscheidung treffen, was er jetzt mit diesem Ball macht. And the study showed that if the quarterback consumes 0 caffeine, he makes far better decisions with that ball. Und diese Studie hat gezeigt, dass wenn dieser Quarterback kein Koffein zu sich nimmt, dass er sehr viel bessere Entscheidungen in diesem Spiel trifft. The quarterback who won the Super Bowl last year. Der Quarterback hat den Super Bowl gewonnen, also His name is, ihr wisst, was Super Bowl his ist, name gewonnen is im letzten Tom Jahr. Brady. You probably don't know names like this Ihr over kennt here. wahrscheinlich die Namen nicht, aber dieser bestimmte Quarterback hieß Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Yeah. But he consumes 0 caffeine. Und er trinkt 0 Koffein. And the other quarterback coaches are telling their quarterbacks, get off of caffeine completely. Und den anderen Quarterbacks wurde jetzt gesagt, sie sollen alle ihren Koffeinkonsum total einstellen. And they're more emotionally stable in the game without caffeine. Und wenn sie kein Koffein trinken, dann sind sie während des Spiels emotional viel stabiler. And so if it makes a difference with Tom Brady and other players, do you think it might make a difference in you in your everyday living? Wenn jetzt dieser Unterschied besteht durch den Koffeinverzicht bei Tom Brady und seinen anderen Spielern, glaubt ihr, dass dieser Unterschied auch in deinem Leben sichtbar werden kann? Of course, there's a lot of other addictions we could talk about. Natürlich gibt es noch viele andere Süchte, über die wir sprechen könnten. But those are some of the most common. Aber dies sind einige der häufigsten. Do you know what % of people are addicted to caffeine in America? Wisst ihr, wie viel Prozent der Menschen in Amerika koffeinsüchtig sind? It's 80%. 80%. What do you think it is here in Germany? Has there been any studies? Was glaubt ihr, wie viel das in Deutschland ist? Gibt es da irgendwelche Studien? They say 120. Or 90. 120 oder 90 wurde hier gesagt. And so word needs to get out there. There was a recent study showing caffeine is the silent killer of emotional intelligence. Es ist wichtig, dass diese Informationen verbreitet werden. Vor kurzem wurde eine Studie gemacht, vor kurzem wurde gesagt, Koffein ist der lautlose Killer der emotionalen Intelligenz. And studies show when you use it regularly, und Studien zeigen, dass wenn man regelmäßig Koffein benutzt, you actually don't get stimulated by it. Dass man gar nicht mehr diese Stimulation erfährt. You have no more stimulation than someone who's a non-caffeine consumer who's just drank water. Man hat nicht mehr Stimulation durch das Koffein dann als jemand anders, der kein Koffein trinkt und einfach nur Wasser trinkt. Now they think they're being stimulated. Nun, die Koffeinkonsumenten glauben, dass sie eine Stimulation erfahren. Because without it, they feel like they're a zombie, they're the walking dead. Denn ohne ihr Koffein fühlen sie sich wie ein Zombie. Sie sind also wie ein lebender Toter, der umhergeht. But studies show when they drink it, they're just reversing the effects of acute caffeine withdrawal. Aber die Studien zeigen, dass wenn sie Koffein zu sich nehmen, dass sie in dem Moment nicht anderes tun, als dass sie die akuten Entzugssymptome vom Koffein wieder rückgängig machen. And so it just returns their alertness level back up to normal, the same as someone who's not consuming any caffeine. Das heißt, ihr Aufmerksamkeitslevel wird einfach nur wieder auf normal gedreht und ist genauso hoch wie jemand anders, der überhaupt kein Koffein konsumiert. And so you can actually get that same level just by stopping caffeine, and in 14 days your brain will have the same stimulation level as if you just drank some coffee. Und man kann diesen Level auch erreichen, indem man einfach aufhört, überhaupt Koffein zu trinken, und nach 14 Tagen ist man dann auf genau dem gleichen Aufmerksamkeitslevel
Yeah, you might get headaches for 2 or 3 days, Ja, durch den Entzug kann man 2 oder 3 Tage lang Kopfschmerzen haben, but they go away pretty quick, aber die verschwinden auch ziemlich schnell wieder. and you'll have a lot of advantages living a caffeine-free lifestyle. Und man wird durch diesen koffeinfreien Lebensstil eine ganze Menge an Vorteilen haben. Sie sahen einen Ausschnitt aus der 13-teiligen Vortragsserie Emotionale Intelligenz. Die gesamte Vortragsreihe mit Dr. Nedley ist nur auf DVD erhältlich. Die DVD können Sie zum Preis von 42 € erwerben. Bestellen Sie im Onlineshop auf www.vision-medien.org oder unter der eingeblendeten Hotline-Nummer.